wunderschön ist Venedig zu Karneval. Bella Venezia. Herzlich willkommen in Venedig. Die Lagunenstadt liegt im Nordosten Italiens. Das Zentrum rund um den Markusplatz und die Rialtobrücke ist auch der Mittelpunkt des Karnevals. Auf unserem Programm stehen unter anderem einer der berühmten Maskenbälle, ein Ausflug in die Lagune und ein bezauberndes Viertel mit großer Kunst. Die ganze Welt kennt die berühmte Rialtobrücke über dem Canal Grande. Egal zu welcher Jahreszeit, hier findet man italienische Lebensfreude und Kunstgenuss jeder Art. Wir erforschen die venezianischen Masken, erfahren, welche Bedeutung sie im Laufe der Geschichte hatten und wir entdecken die Romantik der Stadt. Der venezianische Karneval beginnt rund 2 Wochen vor Aschermittwoch. Dann ist die ganze Welt hier zu Gast. In Kostümen. Und zwar in ganz speziellen. Auf dem Markusplatz gibt es täglich Programm. Straßentheater, auch im Stil der traditionellen Commedia dell'arte, Kostümwettbewerbe und andere Vorführungen. Aber das Wichtigste ist die Begegnung, die große Show. Grazie, bellissima. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Die Gräfin von Hohenbrunn. Oh, die Gräfin mit dem puffigen Rock und ach. Graf von Hohenbrunn. Graf von Hohenbrunn. Also alles durchlauchtigst und also bis zum letzten bestens in Schale geschnitten. Darf ich mal, Ja, guck mal mit wie viel Zentimeter Absatz? Das sind mir auf jeden Fall 5 zu viel. Das muss man lernen mit Das den muss Schuhen, man oder? lernen. Ich hab Mitleid mit euch. Ab heute. Na, auf hohen Schuhen will gelernt sein. Aber es macht halt eine bella figura. Ha? Wenn der Figur. Ihr kommt regelmäßig hierher? Ja, dieses Jahr. Jedes Jahr. Jedes Jahr. Jahr. Und dann treffen wir uns und haben eine schöne gemeinsame Zeit. Und immer in dieser durchlauchtigsten. Nicht nur. Sowohl als auch. Ja. Wir haben auch noch weitere Kostüme mit. Also das heißt, jedes Jahr Karneval in Venedig kommt Ja. man mit großen Koffern hier wahrscheinlich angereist. Mindestens 5. Also hier trifft sich tatsächlich die Welt und das macht natürlich auch ein Stück weit Faszination aus, Teil dessen zu sein. So, und was steht dann die nächsten Tage noch so auf dem Programm? Zu bestimmten Terminen an bestimmten Stellen treffen sich die Woche über die Masken, wer da ist. Und das sind eine ganze Menge. Zum Fotografieren. Zum Fotografieren, zum Hallo Treffen, sagen, zum Hallo sagen. zum Showlaufen, ja, Kostüme zeigen, Freunde treffen. Wie schön. Dann viel Spaß noch. Wir sehen uns sicher noch mal. waren seine Freunde. Macht's euch Ciao. schön. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Campanile di San Marco, der Markusturm. Fast 100 Meter hoch, mit dem geflügelten Löwen, Wappen und Hoheitszeichen der Stadt. Der Dogenpalast am Markusplatz, jahrhundertelang der Sitz des gewählten Herrschers der Republik Venedig.
Eine einzige Pracht. Bis heute. Hier sieht und fühlt man den unglaublichen Reichtum der einstigen Handelsmetropole Venedig. Seit dem frühen Mittelalter kämpfte diese Stadt um die Vorherrschaft im Welthandel. Es gelang ihr. Nur so konnten hier diese unglaublich kostbaren Kunstwerke bezahlt werden. Der Doge, wenn er denn gewählt und im Amt war, hatte in der Frühzeit der Republik militärisch und richterlich fast unbeschränkte Macht. Nur unter großen Anstrengungen schafften es die mächtigen venezianischen Familien, dass sich aus einem Herrscher auf Lebenszeit nie eine königliche Dynastie entwickelte. Im Venedig der Vergangenheit hielt Misstrauen das politische System in Gleichgewicht, siegte das große Geld, das aus dem Welthandel stammte. Wehe dem, der die Gunst des Dogen nicht besaß. Hier war man darauf spezialisiert, Feinde Venedigs und andere Übeltäter zu entlarven und zu bestrafen. Jeder Bürger konnte anonyme Anklagen einwerfen, in die sogenannten Mäuler der Wahrheit, Bocca della Verità. Einen, der 1755 sehr darunter gelitten hat, kennen wir aus vielen Darstellungen berühmter Schauspieler. Giacomo Casanova. Hier saß er wegen seines Lebenswandels im Kerker. Casanova, der Lebemann und Womanizer. Jetzt sind wir in den Pozzi, den Gefängniszellen, die im Erdgeschoss des Ostflügels des Palastes gebaut wurden. Die Pozzi wurden bei Hochwasser häufig überflutet und galten als die grausamsten Verliese im Venedig des 18. Jahrhunderts. Dieser Raum, den ich Ihnen jetzt zeige, wurde so rekonstruiert, wie es hier damals ausgesehen haben muss. Folgen Sie mir in einen noch düsteren Raum des Palastes. Die Folterkammer. Über die Seufzerbrücke gingen dann die Verurteilten rüber ins Staatsgefängnis und seufzten vermutlich, weil sie das letzte Mal für lange Zeit das Tageslicht sehen konnten. Da hat Casanova eingesessen. Das war Giacomo Casanovas erste Zelle, als er 1755 verhaftet wurde. Er war damals 30 Jahre alt und bereits in ganz Europa bekannt, weil er ein charmanter, bezaubernder Verführer war. Unwiderstehlich, aber auch ein ungezogener Unruhestifter. Casanova war mehr als nur ein Frauenheld. Er begann seine Laufbahn als Priester, merkte jedoch schnell, dass er für diesen Beruf nicht geeignet war.
Während seines Lebens arbeitete er auch als Journalist, Diplomat und Spion. Außerdem liebte Casanova das Glücksspiel so sehr, dass die Menschen in Venedig jahrelang hinter seinem Rücken über ihn tuschelten. Er beschäftigte sich auch mit Magie und Alchemie und als man ihn schließlich verhaftete, wurden in seinem Haus auch einige verbotene Bücher gefunden. In seiner zweiten Zelle grub er ein Loch in die Decke, gelangte aufs Dach und konnte schließlich in einer stürmischen Nacht im Oktober 1756 fliehen. Nach seiner Flucht wurde Casanova endgültig zu einem Star in Europa und verkehrte von nun an in den höchsten Kreisen. Zum Auftakt des venezianischen Karnevals findet jedes Jahr eine Wasserparade auf dem Canal Grande statt. Wie es sich gehört für eine Seefahrerrepublik und Stadt mit sage und schreibe 175 Kanälen. Die meisten Teilnehmer hier kommen aus traditionellen venezianischen Rudervereinen. Diese Veranstaltung ist vor allem für die Venezianer selbst ein wichtiges Ereignis. Nicht zuletzt, weil es auf dem Wasser stattfindet, das in dieser Stadt seit jeher im Mittelpunkt steht. Die über 100 bunt geschmückten Ruderboote sind somit auch ein Symbol für die frühere Seemacht Venedig. Come sa scavarti dentro l'emozione di un momento, scava e arriva sino in fondo, dove il sole si era spento. So che ora è possibile e che non c'è mai limite al sogno che ti porti dentro, senza il coraggio siamo vittime, noi cresciute con favole da niente, se ci credi la vita è deludente, ma se ascolti l'istinto non ti mente, siamo noi, Das Viertel um die Rialtobrücke hat sich im Mittelalter zum Zentrum für Handel und Finanzen entwickelt. In der Nähe befindet sich auch seit 800 Jahren der berühmte Fischmarkt von Venedig. Eine freie Stelle. Ist halt schon ein schöner Blick.
Die sehen ja toll aus. Kostüme mitgebracht oder hierher? Die hat er alle selber genäht. Selber genäht? Ja. Darf ich mal anfassen? Oh, fantastische Vögel, kann man sagen, oder? Was seid ihr? Crazy Birds. Crazy Birds, wie schön. Hallo. Guck mal, ihr sollt fotografiert werden, glaube ich. Hier, Foto, perfettos, ja. Ich kann euch, genau, man könnte jetzt einfach stehen bleiben und jeder würde ein Foto, guck, alle wollen Fotos mit euch machen. Also dann noch magisches Feiern. Dankeschön. Nach Viel Spaß euch. noch. Ciao. Ins Rialto-Viertel geht man nicht nur wegen der vielen kleinen Läden, die es dort gibt. Man trifft sich dort auch, um kurz was zu essen. Im alten Fischmarkt kaufen auch die Einheimischen ein. Am frühen Morgen ist die Pracht besonders groß. Frischen Fisch und Meeresfrüchte kann man sich hier auch mal eben im Stehen gönnen. Frittiert. So, jetzt Calamari. Wir haben hier Kalamari, Sardinen, Garnelen, Shrimps, etwas Gemüse. Okay. Man merkt, dass es richtig schön frisch ist. Außen kross und innen ganz frischer Fisch. Ist toll. Einmal Venedig vom Wasser aus sehen, am besten in einer Gondel. Am Canal Grande gibt es den günstigen Gondola-Service, um zumindest den Kanal zu überqueren. Sonst muss man für eine 30-minütige Fahrt für bis zu 5 Personen schon mal an die 100 € bezahlen. Die Ca' d'Oro, das Goldene Haus, wurde ab 1420 mitten im Wasser am Canal Grande errichtet. Seinen Namen hat das Gebäude, weil seine Fassade einst verschwenderisch mit farbigem Marmor und Gold überzogen war. Wie gelang es hier, ein so großes Gebäude ins Wasser zu stellen? Der Untergrund der Lagune ist weich und schlammig. Die venezianische Methode ist immer noch beeindruckend. Millionen Holzpfähle wurden tief in den Boden gerammt, um ihn zu verdichten. Auf die Pfahlfelder legte man Holzbalken und Steinplatten. Und darauf wurden dann die Mauern und Gebäude errichtet. Das hält tatsächlich seit über 1000 Jahren. Unser erster Tag geht zu Ende und wir wachen auf in einer ganz anderen Welt, die aber auch zu Venedig gehört. Wir sind auf dem Lido, der großen Strandinsel gegenüber des Stadtzentrums. Eiskalt. Leider habe ich jetzt meinen Badeanzug nicht dabei.
Heute Morgen ist also erstmal Chillen auf dem Lido angesagt, der 11 Kilometer langen Badeinsel Venedigs. Dann geht's wieder ins Zentrum, ins Viertel San Polo, wo wir erfahren, wie die echten Karnevalsmasken gemacht werden. Im Viertel Castello mischen wir uns dann wieder unter das bunte Volk. An einem kalten Wintertag ist es auf dem Lido herrlich ruhig. Während des Karnevals sind einige Unterkünfte hier übrigens eine preiswerte Alternative zum sehr teuren Stadtzentrum. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der Lido von Venedig zum mondänen Seebad. Von dieser Epoche zeugen heute noch einige elegante Straßenzüge mit Villen und luxuriösen Hotels. Das ist die richtige Atmosphäre für die internationalen Filmfestspiele, die jedes Jahr im Spätsommer rund um das Hotel Excelsior und den Palazzo del Cinema stattfinden. Übrigens das älteste Filmfestival der Welt. Lido ist ja so ganz lang gezogen und überhaupt nicht breit. Jetzt von hinten von der Adria hier durch, bis hier nach vorne zur Lagune. Da hinten Venedig Zentrum, ist nicht mal ein Viertelstündchen. Wir nehmen ein Vaporetto. Das ist der öffentliche Wasserbus in Venedig und zugleich das wichtigste Transportmittel für alle. Mit den unterschiedlichen Wasserbuslinien erreicht man sehr viele Orte in der Lagune, auch die zahlreichen Inseln. Das Vaporetto vom Lido aus fährt auch zum Markusplatz und danach weiter auf dem Canal Grande. Unsere Haltestelle ist San Tomás. Von dort geht's in den Stadtteil San Polo. Dieser Palazzo, das Deutsche Studienzentrum in Venedig, ist unser Ziel. Doch wie ist das Gebäude ohne Boot zu erreichen? Gar nicht so einfach. So, hier ist ganz nah. Ich glaube hier. Manchmal glaubt man, es kann nicht stimmen, aber es stimmt dann doch. Platz war und ist auf den über 100 kleinen Inseln extrem knapp, sodass man die Wege so schmal wie möglich hielt, um Raum für Häuser zu gewinnen.
Deutsches Studienzentrum in Venedig. Hier muss es sein. So, jetzt kann man hier, glaube ich, irgendwo klingeln. Ah. Oh. Oh. Ah, Herr Erkens? Ja, Ja, wunderbar, Tamina Kallert. herzlich willkommen im Salone des Deutschen Studienzentrums in Venedig. Ein wunderbarer Saal, nicht? Ich bin geradezu sprachlos und das kommt gar nicht so oft vor. Das ist ja, man kommt ja unten schon rein, aus dem Dunkel der Gasse und es tut so auf. Und jetzt kommt man hier hoch und es macht... Eine Grundidee von Venedig, sozusagen Enge und Weite zusammenzudenken. Und in diesen alten Palazzi, wir sind hier späte Renaissance, wir sind ein bisschen älter sogar als die Rialtobrücke, Ende des 16. Jahrhunderts. Da waren diese großen Saloni eben ganz grundlegend der wichtigste und größte Saal, wo wir im Deutschen Studienzentrum auch Veranstaltungen machen. Ist ja auch toll, dass hier das Deutsche Studienzentrum residieren darf. Seit über 50 Jahren gibt es uns ein Ort für Kunst- und Wissenschaftsförderung. Und das heißt ganz konkret, dass Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Kunst und Wissenschaft in diesen tollen Räumen leben und arbeiten. Zwischen 5 bis 12 Monate lang erforschen die Stipendiaten hier Themen aus Geschichte und Kultur Venedigs. Gebaut wurde der Palazzo im 16. Jahrhundert von einer extrem reichen venezianischen Patrizierfamilie, aus der nicht nur einer, sondern sogar 2 Dogen der Republik Venedig entstammten. Oh Mamma mia, das ist... Schauen Sie hier, die Terrasse direkt an den Canal Grande, die breiteste Stelle des Canal Grande mit diesem wunderbar herrlichen Blick auf das Sestiere de San Marco. Sie sehen den Campanile, die große Università Ca' Foscari und fast auch den Rialto. Der ist da, ne? Der ist da, genau. Mensch, das ist ja alles so geschichtsträchtig. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Ich Genau. meine, der Karneval wird ja auch hier mit erforscht, richtig? Diese Zeit und... Auch den Karneval, kulturgeschichtlich, aber auch historisch in seinen ganzen Facetten. Auch da fördern wir Stipendiatinnen und Stipendiaten, die sich das Thema auswählen und darüber eine Forschungsarbeit schreiben. Ja. Und wie ist es nochmal mit dieser schillernden Figur Casanova? Wir haben ein Jubiläumsjahr für Casanova und im 18. Jahrhundert ist der Karneval natürlich sehr, sehr gut dokumentiert durch die Bilder, die gemalt worden sind in der Zeit. Und sicherlich war das sozusagen der Höhepunkt des Karnevals zu Zeiten der Republik Venedig. Historisch gesehen war die Karnevalsspielzeit vom Stefanitag, 26. Dezember, bis zum Aschermittwoch die Zeit, die von den Herrschenden Venedigs als Festzeit definiert worden ist. Das war eben die Hochzeit, wo man feiern konnte. Nicht nur im Theater, sondern auch auf den Straßen. Es gab Tierhatzen, es gab auf der Piazzetta die wunderbaren Menschenpyramiden, den Engelsflug, Straßentheater. Und das ist natürlich heute auch wieder möglich, aber natürlich immer mit dem Blick zurück in die Vergangenheit. Jetzt beginnt unser Rundgang im Stadtviertel San Polo. Eine wirklich reizvolle Gegend mit vielen originellen Geschäften und Cafés. Tutte le dolcissime parole del silenzio, tutte lì racchiuse in uno sguardo. Spesso i fatti parlano di più delle parole, forse più di un ti amo dritto in faccia. Scelgo con te il diritto di amare. Und der Karneval ist überall. In einigen Schaufenstern auch das ganze Jahr über. Wir betreten eines der traditionsreichsten Maskengeschäfte der Stadt. Da sind wir, Tamina. Willkommen bei Tragicomica.
Jede Maske hier ist handgefertigt. Neben neuen Fantasiemasken gibt es vor allem auch die historischen, die klassischen, die sich im 16. Jahrhundert aus der Commedia dell'arte-Maske entwickelt haben. Zum Beispiel aus den komödiantischen Figuren Arlecchino und Colombina. Hier hängen unsere original historischen Masken und einige aus dem damaligen Karneval. Und dann gibt es noch die sehr farbenfrohen Exemplare, die später entstanden sind. Der Karneval endete im Jahr 1797, als Napoleon in die Stadt einmarschierte und die Republik Venedig besetzte. Er verbot die Feierlichkeiten, die Verwendung von Masken und 200 Jahre lang, bis in die 1980er Jahre, gab es hier keinen Karneval mehr, jedenfalls nicht öffentlich. Interessant. Und dann gab es eine Wiederbelebung. Ja, es gab ein großes Revival. Und deine Familie war Teil davon, richtig? In der Tat. Als es losging, studierte mein Vater Gualtiero hier in Venedig an der Akademie der Schönen Künste. Und wurde neben anderen Künstlern einer der Initiatoren des venezianischen Karnevals, so wie er heute ist. Der erste von der Stadt organisierte Karneval fand unter der Leitung des berühmten Regisseurs Maurizio Scarparo statt. Alle Theater waren geöffnet und die Stadt selbst wurde zu einer Freilichtbühne. Im Atelier von Gualtiero und seinem Sohn Tobia werden Masken noch nach den Regeln der jahrhundertealten Tradition hergestellt. Sie sind eine der letzten, die dieses Handwerk noch so ausüben. Ausgangspunkt bei der Herstellung einer Maske ist die Negativform aus Gips. Dort hinein kommen mehrere Lagen Wollfasern, Papier und Gase, die in Leim getaucht werden. Sie werden Schicht für Schicht in die Form geklebt. Nach dem Trocknen wird der Rohling aus der Form gelöst, die Kanten geschnitten, gefeilt und geglättet. Vor dem Bemalen und Verzieren bekommt sie noch eine Schicht aus Gips und Leim. Diese beiden Exemplare erhalten eine Oberfläche aus hauchdünnem Blattgoldimitat. Diese traditionelle Form wurde früher als Bürgermaske bezeichnet, da sie meistens von venezianischen Bürgern getragen wurde. Dann stellte man aber fest, dass sie nicht sehr bequem war. Denn wenn man sie aufsetzte, konnte man weder sprechen noch essen, trinken oder rauchen. Man konnte mit ihr einfach nichts machen. Also entwickelte man die Form weiter und gelangte schließlich zu dieser raffinierten Form der Maske. Hier kann ich dir zeigen, wie sich die Bürgermaske weiterentwickelt hat. Heute verkleiden sich ja alle mit Kostümen aus dem 18. Jahrhundert, was Spaß macht. Aber damals waren das für die Leute ja ihre normalen Kleider. Wie war damals also die Verkleidung? Das war die Bauta, der Umhang, der die Haare, die Schultern und den Hals bedeckt. Okay. It covers. Das verdeckt alles. Und hiermit könnte ich jetzt trotzdem essen und trinken. Genau, aber das ist noch nicht alles. Und ein Hut. Ja, dieser Hut. Oh mein Gott. So kann dich niemand erkennen. Du könntest ein Mann sein, eine Frau, alt, jung, reich, arm. Man konnte es nicht sehen.
Der Kostümierte konnte sich frei bewegen. In den Spielcasinos war so eine Verkleidung sogar vorgeschrieben, um reinzukommen. Man trug das auch, um seinen sozialen Status zu verbergen. Vielleicht stammte man aus einer Adelsfamilie und wollte nicht, dass die Leute das wussten. Venedig war im 18. Jahrhundert so etwas wie das Las Vegas Europas. Sehr viele deutsche, französische, spanische Prinzen und andere Würdenträger und Adelige kamen auch deshalb inkognito, um alle Freuden, die die Stadt zu bieten hatte, in vollen Zügen unerkannt zu genießen. Aber ich glaube, wenn man solche Menschen sieht, war das natürlich auch ein bisschen unheimlich. Das ist wahr. Als Voltaire im 18. Jahrhundert die Stadt besuchte, beschrieb er Venedig als eine Stadt der Geister. Maskierte Gestalten in einer Stadt mit engen Gassen und ohne Gasbeleuchtung. Sehr, sehr speziell. Ich bin so ein bisschen von mir selber erschrocken. Irgendwie hat's was. Man kann sich vorstellen, ungeahnte Möglichkeiten, wenn man dahinter plötzlich weiß, niemand erwartet irgendwas. Es ist alles im Bereich des Denkbaren. Es ist sehr, sehr besonders, hier mal so einzutauchen. Und man kann sich ein bisschen vorstellen, wie das früher gewesen sein muss in dieser Stadt. Natürlich hatte eine Seemacht wie die Republik Venedig auch eine riesige Schiffswerft, wo Handels- und Kriegsschiffe, Galeeren und sämtliches Zubehör hergestellt wurden. Heute sind hier eine Akademie der italienischen Marine und ein Schiffsmuseum untergebracht. Aber deswegen sind wir nicht hier. Oh, ist das schön. So magisch und so leise ist es jetzt in der Stadt. Das ist natürlich wunderbar. Buona. Oh, ach. Wir hatten ja schon die Ehre. Ach so, ja, das kann ich ja nicht wissen. Ich muss. Ach, wir hatten schon die Ehre. Ja, gestern auf dem Markt. Ach, guck, jetzt ist es ein neues Kostüm. Wer ist denn das jetzt? Das ist ja was ganz Historisches, ja, das ist hier. Jetzt der Pestdoktor, Medical der Peste. Der Pestdoktor. Der war eben zur Pestzeit mit Stecken, Harry Potter Stab. Oh, aber hier sogar der Pestdoktor als Ring. Und in diesem Schnabel waren dann eben Kräuter und essiggetränkte Tücher. Mhm. Und die Augen waren noch verschlossen mit Glas. Also es war im Prinzip eine abgeschlossene Maske. Und so konnten sich die Pestdoktoren unwissentlich vor der Pest schützen. Sind Sie jetzt sozusagen der Haus- und Hoffotograf oder wie hängt das hier zusammen? Also zum Anfang ist es spontanes Treffen, die Leidenschaft Kostüm mitbringen und die Leidenschaft fotografieren. Und wenn man dann merkt, dass es gut passt, auch von der Wellenlänge, von der Qualität der Fotos, dann entstehen Kontakte über Visitenkarten tauschen. Ach so. Und dann beim zweiten, dritten Mal vereinbart man einen Termin und sagt, ey, wir treffen uns mal separat, also nicht in der großen Menge, sondern individuell. Und dann macht man Einzelshootings, um das Ganze noch von der Qualität her. Verstehe. Also und dann freut sich der Fotograf, dass er Fotos bekommt. Genau. Und der Kostümierte oder die Kostümierte sieht sich dann in bester Qualität. Das ist so geben und nehmen, ne? Das hier ist die gleiche Gruppe, die wir am ersten Tag auf dem Markusplatz getroffen haben, aber in anderen Kostümen.
So eine wirkliche Welt für sich, merke ich, ne? Ja, definitiv. Das ist auch ein Grund, warum man herkommt, um einfach seine Kostüme zu zeigen. Und das Feedback der Fotografen ist die Wertschätzung für unsere Arbeit, die Kostüme zu basteln und zu schneidern. Mensch, ihr gebt euch ja so viel Mühe mit all diesen Details und Schichten. Wie lange braucht ihr denn morgens, um euch überhaupt so zu verwandeln? Also wir brauchen schon eine Stunde, eine gute Stunde mit Schminken, ja, die Augen schwarz geschminkt werden runter und so weiter, anziehen. Da hat man schon eine Stunde ungefähr. Wie macht sie denn mein Panzerknacker da? Kompliment. Ich bin beeindruckt. Also jedes Kostüm hat eine andere Wirkung und in jedem Kostüm fühlt man sich auch anders und bewegt sich auch anders. Ja, man merkt aber auch, finde ich, als Gegenüber, dass man eigentlich im Gesicht immer liest. Und jetzt kann man im Gesicht ja eigentlich gar nicht lesen. Ja. Man ist so... Ja. Also man kann unter der Maske auch ganz frech sein und seine Grimassen schneiden, weil man das einfach nicht sieht, ja. Das macht dann auch mal Spaß zwischendurch. Ist das Teil der Faszination? Ja, genau. Dass man einfach mal anders sein kann, sich mal ein bisschen verstecken kann und eine andere Welt darstellt. Ja, ich merke das ja sogar mit meiner kleinen Maske hier. Wenn ich die so davor tue und ich merke, ich werde anders angeguckt und dann fühle ich mich direkt anders. Es macht ja doch wirklich, es macht was mit einem. Ne? Ja, der Karneval in Venedig macht was mit einem. Überhaupt die ganze Stadt, wenn man sich auf sie einlässt und sie begreift. Sie ist magisch, romantisch, wie ein Gemälde. Aber durch ihre Lage auch immer eine schwierige Stadt gewesen, mit der die Bewohner jedoch umzugehen wussten. Die Altstadt von Venedig selbst steht auf mehr als 100 Inseln. Dazu kommen weitere 60 drumherum. Seit der ersten Besiedlung in der Spätantike griffen die Menschen hier in die Natur ein, um ihren Lebensraum zu sichern, aber auch um den Wasserstand zu kontrollieren. Denn das Wasser bot immer auch Schutz vor Angreifern. Über die Jahrhunderte wurden immer wieder Inseln trockengelegt und Flüsse umgeleitet. Doch die Beherrschung des Wassers ist eine schwierige Angelegenheit. Bis heute. Die Lagune von Venedig hat 3 Zuflüsse, durch die das Meer der Adria einfließt. Dieser Wasseraustausch ist dringend notwendig, aber auch gefährlich für die Inseln, wenn der Meeresspiegel zu stark ansteigt. Deswegen gibt es heute 3 flexible Wassersperren, die man auf- und zumachen kann. Jetzt ist ja Venedig mit dem Wasser, mit dem Meer ganz verbunden. Und gleichzeitig ist das auch eine große Herausforderung mit dem Hochwasser, mit den Fluten. Es gab doch diese große Flut 2019. Genau, nicht nur auch 1966. Wir wissen im Mittelalter, es gab immer Hochwässer. Man sagte, dass es gab Hochwässer auch wie ein Mann. Damals die Männer waren ein bisschen kürzer, aber trotzdem, das ist etwas verbunden mit der Lagune. Aber mit Klimawandel, das kommt immer öfter und gewaltiger. Der Markusplatz als Schwimmbecken, das ist man hier mindestens einmal im Jahr gewohnt. Aqua Alta, Hochwasser, das kennen die Venezianer. Doch 2019 kamen Wind und Dauerregen dazu. Das Wasser stieg in jenem Jahr so hoch wie schon seit 50 Jahren nicht mehr. Was macht man jetzt hier, um das in der Balance zu halten? Das ist ja gar nicht so einfach.
Ja, die Herausforderung für die Zukunft wird eine Kompromisse zu schließen. Auf einer Seite, selbstverständlich, man muss Venedig schützen von Hochwässern. Auf der anderen Seite, eine Lösung wie in den Niederlanden mit einer Sperre oder einem Damm, das war nicht möglich, weil diese Lagune braucht zweimal pro Tag einen ständigen Austausch von Wässern. Erst seit wenigen Jahren gibt es hier ein bewegliches Flutschutzsystem, das einen Ausweg bieten soll. Das Modulo Sperimentale Elettromeccanico, kurz MOSE genannt. Es besteht aus beweglichen Barrieren, die bei normalen Wasserständen am Meeresgrund verborgen liegen. Wenn der Pegel zu hoch ist, wird Luft in die Kästen gepresst, wodurch sie sich aufrichten. Das Problem? In Venedig gibt es keine perfekte Abwasserentsorgung. Werden die Tore von MOSE über längere Zeit geschlossen, kann ein bestimmter Teil der Abwässer nicht mehr ins offene Meer fließen und dem Ökosystem der Lagune fehlt der gesunde Wasseraustausch. Und wie oft passiert das? Ja, das ist eine interessante Frage, weil wenn das gebaut wurde oder geplant wurde, man dachte, bis 5-mal pro Jahr zu benutzen. Und seit 2020 haben wir über 70 Mal schon benutzt. Oh. Das ist ein Beispiel von Klimawandel. Ne? Vielen Dank, es war sehr angenehm. Ciao Marco, grazie. Ciao, grazie. Unser weiteres Programm heute. Mit Valerio gehen wir zunächst in den Stadtteil Castello, auch um etwas Gutes zu essen. Im Stadtviertel Dosso Duro machen wir uns ein Bild von der Kunststadt Venedig. Dort befindet sich auch ein Ableger des berühmten Guggenheim-Museums. So, allgemeine Regeln, insbesondere bei dieser engen Gasse, ist rechts halten. Rechts halten. Die Venezianer sind super freundlich, Okay, aber manche rechts. venezianische Damen sind ein bisschen weniger freundlich, wenn du die Straße sparst. Aha. Und sie werden uns etwas auf Italienisch sagen. Immer schön rechts halten. Genau, auf jeden Fall. Ah, guck mal, das ist hier Bella Italia mit der Wäsche. An den Häusern kann man die unterschiedlichen Wasserstände erkennen, die hier vorkommen. Das ganz normale Aqua Alta, das Hochwasser gibt es immer im Herbst und im... Ja, ich würde sagen November, März ist, Ja. das passiert öfter. Das ist auch normal hier. Normal, ja. Nach Wir wie sind vor. auch daran gewohnt. Ja. Und die Häuser und alles hält das ja halbwegs aus. Genau, oder zum Beispiel viele Touren hast du diese Stahl... Hier? Dinge. Ja. Du kannst eine Sperre stellen, Hier damit was das Wasser, reinmachen, ne? genau, Dann geht das damit Wasser? das Wasser nicht im Erdgeschoss geht. Hast du das auch zu Hause? Ja, Sowas? ja, ich hatte damals gerade renoviert. Ich war fertig mit der Renovierung. 2019 kam diese besondere Hochwasser, 1,87 Meter. 1 Meter, das ist... Nee, 1,87 Meter von Niveau 0. Das heißt, hier 1,87 Meter ist genau hier. Also Hier. das war über diese Sperre im Erdgeschoss. Und wie war es dann bei dir? Es kam ins Wasser, das Wasser ins frisch Und dann renovierte musste Haus. alles putzen und wieder renovieren. So viel Geld. Weil es ist ja Salzwasser, ha? Salzwasser. Und abseits der Touristenfalle findest du auch Zum Glück mag ich alles und probiere alles. so genau diese. Also was aus der Region. Okay. Ui. Oh. Das sind unsere frittierten Sardinen in einer süß-sauren Marinade mit Garnelen, Radicchio und Polenta. Und hier unsere berühmten Bandnudeln mit Tintenfischtinte. Sehr gut. Und das ist hier Polenta? Das ist genau Polenta. Auch so liebevoll angerichtet, ne? Und ich liebe es ja auch Neues zu probieren hier. Wir sind nur wenige Minuten vom Markusplatz entfernt und sitzen hier an einem sehr ruhigen Ort. Wenn man sich ein wenig durch Venedig treiben lässt, findet man auch zu Karneval solche Plätze.
Dorso Duro heißt dieser Stadtteil, der harte Rücken. Denn er steht größtenteils auf festem Grund und nicht auf Pfählen. Dorso Duro ist vor allem bekannt für seine Museen und Kunstgalerien. Legendär ist auch die Herstellung des weltberühmten farbigen Glases, das auf der Insel Murano hergestellt wird. Den Glasmachern drohte jahrhundertelang die Todesstrafe, wenn sie verrieten, wie es genau gemacht wird. In diesem Stadtteil findet man aber auch andere Galerien mit moderner und zeitgenössischer Kunst. In der Nähe, direkt am Canal Grande, befindet sich der Palazzo Venier de Leoni. Er ist nur ein Stockwerk hoch und gehörte einer unglaublichen Amerikanerin. Peggy Guggenheim aus der berühmten jüdischen New Yorker Familie kaufte ihn, um dort ihre Kunstsammlung zu zeigen. Ab 1949 lebte sie auch darin. Schon im Garten dieses großartigen Museums kann man berühmte Kunst des 20. Jahrhunderts sehen, von Künstlern, die auch in anderen Museen der Welt prominent ausgestellt werden. Ihre Liebe zur Kunst hat Peggy Guggenheim wohl von ihrem Onkel Solomon Guggenheim geerbt, der als Kunstmäzen die gleichnamige Kunststiftung in New York gegründet hat. Die Guggenheims waren schwerreiche Industrielle und zugleich leidenschaftliche Kunstliebhaber. Peggy Guggenheim. I live in Venice, Palazzo Venier de Leoni. Als Peggy Guggenheim den venezianischen Palazzo kaufte, hatte sie schon in Paris, London und New York eine bedeutende Sammlung moderner Kunst aufgebaut. In Venedig wurde sie als Sachverständige sehr geschätzt. Auch ihre unkonventionelle und sehr persönliche Art kam in Italien gut an. Man gab ihr den ehrenvollen Namen die letzte Dogaressa, also Frau des Dogen, was ihre Wichtigkeit für die Stadt Venedig unterstreicht. Ihre Kindheit in New York hat sie nicht als glücklich empfunden. Gerade volljährig machte sie sich selbstständig, obwohl ihr Erbe, gemessen am Reichtum der Familie, nicht groß ausfiel. Erst in Venedig fand sie ihre Erfüllung. Ich gehöre eigentlich zu niemandem. Ich gehöre Venedig. Venedig, meine große Leidenschaft, meine große Liebe. Nach ihrem Tod 1979 wurde sie im Garten des Palazzo Venier beigesetzt. Ihr Besitz und ihre großartigen Kunstwerke gingen an die New Yorker Guggenheim Foundation, die ihr Onkel gegründet hatte, sind aber in Venedig geblieben. Neben der Dauersammlung zeigt das Museum wechselnde Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen moderner Kunst.
Ich kann schon wirklich verstehen, dass Peggy Guggenheim sich hier in Venedig verliebt hat. Das ist einfach eine ganz besondere Stadt. Und gerade wenn man wieder zum Wasser kommt, zum Canal Grande, diese Lebensader, wo die Boote fahren, wo immer wieder was los ist und wo diese prächtigen Palazzi so eine einzigartige Atmosphäre verbreiten, das ist schon was ganz Besonderes. Und wo geht's heute hin? Zunächst in den Stadtteil Cannaregio. Dort liegt das alte Viertel, in dem früher die jüdische Bevölkerung leben musste, eines der ältesten Ghettos der Welt. Danach tauchen wir ein in Venedigs Bootstradition. Und am Abend gönnen wir uns eine Fahrt durch die Kanäle. Für die katholische Kirche waren Menschen jüdischen Glaubens lange die Sündenböcke für fast alles Unglück in der Welt. In Venedig genossen sie einen gewissen Schutz, aber unter harten Bedingungen. Hier siehst du ein Tor und dieses Tor wurde abends verschlossen. Da siehst du die Löcher, da waren die Tore drin befestigt und die jüdische Bevölkerung durfte ja abends nicht mehr raus. Die waren hier im Ghetto eingesperrt über Nacht. Es durften nur die Ärzte raus. Die Ärzte durften zu ihren Patienten nur in Begleitung von einem Christen. Diese Tore wurden auch bewacht von jeweils 2 Christen und die jüdische Bevölkerung musste dafür bezahlen. Die Republik Venedig bot den Juden in den Mauern des Ghettos etwas Schutz gegen die blutige Verfolgung, die im 16. Jahrhundert in ganz Europa stattfand. Venedig brauchte das Geld, das man bei den Juden leihen konnte. So, und wenn du jetzt hier mal hochguckst, du siehst hier ein ganz besonderes Haus, es ist sehr hoch. Ja. Du kennst die anderen Häuser aus Venedig, die haben maximal 3 Stockwerke. Guck mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es gab keinen Platz hier im Ghetto. Die jüdische Bevölkerung musste ja hier wohnen. Es waren ursprünglich 700 Leute und nachher 5000. Und es war die einzige Möglichkeit, die Häuser immer höher und höher zu bauen. Und deswegen sind hier Häuser, die sonst in Venedig nicht üblich sind. Heute gibt es im früheren Ghetto wieder eine kleine jüdische Gemeinde von rund 500 Menschen. Und so findet man hier auch jüdische Buchhandlungen und Läden, die koschere Speisen anbieten. Diese Stolpersteine Ja. kennst du, die Ja. sind auch in Deutschland und überall in Europa. Das sind die jüdischen Bewohner, die hier in diesem Haus zuletzt ihren Wohnort hatten. Alba, Attilio. Und dann deportiert wurden hier. Genau, Auschwitz. die sind deportiert worden nach Auschwitz. Und diese Stolpersteine, die sollen daran erinnern, was hier passiert ist. Im September 1943 hatte Nazi-Deutschland Venedig besetzt. Es begann die Deportation jüdischer Italiener in die Vernichtungslager. Nur wenige überlebten.
Um 1800 wurde die Residenzpflicht aufgehoben, die Tore des Ghettos geöffnet und die Juden erlangten in Italien gleiche Bürgerrechte. Doch dann kamen die deutschen Faschisten und löschten die jüdische Kultur in Venedig fast gänzlich aus. Daran erinnert heute ein Denkmal. Du siehst hier die Namen der Personen, die abgeholt wurden von den deutschen Soldaten, die deportiert worden sind nach Auschwitz. Du kannst sehen, 2 Monate alt. Mariani, Mesi, Due, genau, 2 Monate. 2 Monate. Du siehst kleine Kinder, große Kinder, Vater, Mutter, ganze Familien, die deportiert worden sind. Das sind 258 Personen. Also es ist so wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht. Ja. Ne? Und das auch versucht nachzufühlen. Es ist lange her, aber nicht so lange her. Hast du es in der Schule gelernt? Nein. Wahrscheinlich nicht, Nein. oder? Es wurde totgeschwiegen. Guck, und jetzt die Kinder heute lernen das zwar schon, aber es ist, glaube ich, so wichtig, dass man versucht, einen Bezug dazu zu entwickeln, immer wieder auch. Man sollte es zumindest wissen, was passiert ist. Der Stadtteil Cannaregio ist das bevölkerungsreichste Viertel von Venedig. Die Kanäle sind etwas gerader, die Gassen ein wenig breiter. Wer Venedig mit dem Zug erreicht, spaziert automatisch durch diese Gegend in Richtung Markusplatz. Karnevalisten, Touristen, Menschen in Alltagskleidung. In Cannaregio kann man erleben, dass die Stadt Venedig nicht nur historisch, sondern auch typisch italienisch ist. Buonasera signora, prego, vuole dare un'occhiata al menù? Grazie. Ci mangia bene? Ah, Cucina sì. veneziana. Auch hier findet man immer wieder wunderbare Architektur, wie dieses alte Theater mit seiner schönen Fassade, das auch einmal ein beliebtes Kino war, danach ein Teil der Universität und in dem nun ein Supermarkt ist. An dieser Piazza müssen wir noch mal in eine enge, dunkle Gasse, um die nächste Tür zu finden, die sich uns öffnen soll. So, als eine von diesen Türen muss es sein. Das ist echt tricky. ASANA, Associazione per lo Studio e la Conservazione delle Imbarcazioni Veneziane oder so. So eine schöne Sprache. Das muss es hier, glaube ich, sein. Ha, buongiorno. Herzlich willkommen bei Asana. Das war nicht leicht zu finden. Ja, wir liegen in einer kleinen Seitengasse, in die sonst niemand kommt. Höchstens ein paar Touristen, die sich verlaufen und dann direkt am Kanal landen. Ich hätte mich auch fast verlaufen. An diesem Ort befand sich früher eine kleine Bootswerft, wie es viele in der Seefahrerstadt Venedig gab. Der Verein ASANA versteht sich als Bewahrer der venezianischen Bootstradition. In den letzten 30 bis 35 Jahren haben wir alles gesammelt, was wir finden konnten. Boote, Modelle von Fischerbooten und vieles mehr.
Der Boots- und Schiffsbau war für Venedig über Jahrhunderte das Fundament seiner Macht, die Garantie für seinen Reichtum. Ohne die Fähigkeit, Boote zu bauen und instand zu setzen, hätte die Stadt nicht überleben können. Man kann die alten Zeiten hier regelrecht riechen. Stimmt. Venedig hat ja diese lange Tradition rund um die Boote. Die hatte es. Aber gerade verlieren wir einen großen Teil dieses Erbes, weil Ruder- oder Segelboote immer weniger benutzt werden. Aber Sie haben noch die Gondel. Ja, die haben wir noch. Das einzige traditionelle Boot, das immer noch gebaut wird, für die Touristen. Solche Kabinen für Gondeln waren bis in die 1960er, 70er Jahre hinein weit verbreitet. Die Gondel war damals das ganze Jahr über ein gängiges Verkehrsmittel für Venezianer und Touristen. Wenn es regnete, wenn es sehr kalt war, wurde die Kabine innen beheizt. Bis zu 4 Personen konnten bequem darin sitzen. Giovanni und seine Freunde haben etwa 50 solcher alten Ruder- und Segelboote erworben, um sie vor der Zerstörung zu bewahren. Hinzu kamen Werkzeuge und weitere Fundstücke, die in der Geschichte des venezianischen Schiffsbaus wichtig waren. Das hier muss ich Ihnen zeigen. Unsere älteste Gondel aus dem Jahr 1870. Sie wirkt wie ein Möbelstück aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben sie in einer Fabrik auf Murano gefunden. Sie war einfach auf dem Dachboden abgestellt und war dort vergessen worden. Und woher kommt Ihre Leidenschaft für all das? Nun, wenn man aufrichtig gern in Venedig lebt, sollte man es auch versuchen, die Stadt zu verstehen und auch aus der richtigen Perspektive zu betrachten, nämlich vom Wasser aus. Wir müssen unsere Traditionen bewahren. Also haben wir einen Verein gegründet mit 30 bis 40 Personen, die sehr daran interessiert sind, dieses Erbe zu bewahren und zu schützen. Diese für einen Film hergestellte Gondel ist eine mehr oder weniger originalgetreue Nachbildung aus dem Jahre 1750, wie sie zu Casanovas Zeiten verwendet wurde. Und dieses Filmboot vor diesem Hintergrund, das sieht alles wirklich aus wie damals. Das Boot wurde in der letzten großen Casanova-Verfilmung mit Heath Ledger und Sienna Miller im Jahr 2005 genutzt. Der Verein Asana hat mit seinem Wissen und der Bereitstellung historischer Boote mitgeholfen. Guten Tag, besser guten Abend. Yeah, step on the black one. Yes. Oh. Welcome. Whoop, whoop, whoop. Hi, it looks like for king and queen. Exactly. Matteo ist übrigens ein Sandolista, weil das ist ein Sandolo, das ist das ganz traditionelle Boot. Die Gondolas, die wir hier sonst fahren, die werden gesteuert von den Gondoliere. Und ein Sandolo wird gesteuert von einem Sandolista. Ganz genau, perfekt. Vengo io premando.
Das ist wirklich eine magische Stadt. Ein neuer Tag, unser letzter. Wir sind im Stadtteil Castello unterwegs. Auch hier war Hollywood zu Gast. Wir erfahren Weiteres über venezianische Karnevalskostüme und besuchen als Höhepunkt unserer Reise einen Maskenball und eine spektakuläre Open-Air-Show. Ja klar, hier geht einfach alles übers Wasser. Auch die Krankenwagen, also die Krankenboote, starten von hier. Und hier ist das Ospedale, das Krankenhaus. Spaghetteria. Alles hausgemacht hier. Diese enge Gasse führt uns diesmal nicht zu einer Tür, sondern zu einem Ort, an dem ein bekannter Hollywood-Blockbuster gedreht wurde. Hier auf dieser Brücke haben Action-Szenen für Mission Impossible stattgefunden. Tom Cruise himself war selbst hier. Und man hat in diesem Viertel wohl einige Tage gedreht. Und am Schluss im Film sind es, glaube ich, wenige Sekunden. Es gibt ja einen richtigen Tourismus für Filmspots. Also man reist an Orte, wo Filmszenen gedreht wurden. Jetzt hat man hier beides, Karneval und Film. Ah, hier geht's schon los. Kostüme, Kostüme.
guck, und wer schon alles hier war. Javier Bardem, Penelope Cruz, Meg Ryan. Sind wir genau richtig hier. Buongiorno. Buongiorno. Ah, Sogno veneziano, willkommen. oh, Sie sehen wunderschön aus. Ja, jetzt wir sind im Thema mit der Karneval. Man muss ein Mittendrin. bisschen, ja genau. Sie sprechen Deutsch. Können wir ein bisschen Auch, Deutsch sprechen? ja, weil für ein Viertel ich bin Deutsch. Mein Opa ist in Regensburg geboren, so ich kann Deutsch. Perfetto. Bene. Julia, wie würde das funktionieren, wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, ich möchte gerne ein Kostüm? Dann müssen Sie erstmal... Man hat kein Problem, weil wenn Sie wollen nur vermieten, okay, Ja. ich zeige. Ich bin sehr gut organisiert, weil ich schicke zu den Kunden diese Masse, es ist eine technische Blatt, okay, wo die Kunden schreiben die Maße. Okay, und es ist auch ein bisschen lustig, weil normalerweise sie schicken mir die Massen zum Beispiel in, ich weiß nicht, August, okay, dann wenn sie lösen 1 Kilo, sie schreiben immediat, ich habe 1 Kilo gelöst. Weniger. Okay, Aha. aber wenn Sie haben 3 Kilo mehr, Sie sagen nicht, so wenn Sie kommen, ich muss ein Zauber machen und wieder alles in Ordnung fixieren. Muss man wieder no? ändern nochmal. Genau. In Venedig gibt es nur wenige Schneiderateliers, die venezianische Karnevalskostüme nach Maß herstellen. Hier bekommt man eine komplette Kostümierung inklusive Schuhe und Perücke. Giulia veranstaltet übrigens selbst 2 große Bälle während des Karnevals. Viele der Gäste, die ihren Ball besuchen, leihen sich hier auch ein Kostüm Hier dazu. gibt meine Fräulein, die Buongiorno. mehr arbeiten. Okay. Die Leihgebühr variiert je nach Kollektion, Aufwand der Änderungen und den dazugehörenden Accessoires. So kann die Ausstattung für einen venezianischen Karnevalsball schnell mal bei mehreren 100 € liegen. Donnerstag, Freitag und Samstag, ich habe 100 Fitting-Tests. Das meint, dass die Leute kommen, sie machen der Probe, weil sie müssen probieren natürlich, die Maske wählen. So. Wir beginnen am 7 in der Morgen und ich weiß nicht, wann ich ende. So, jetzt ich mache eine Überraschung. Willst du? Ja, ich bin immer für Überraschungen zu haben. So. Überraschung im... Immer schön. Die Farbe. Wir machen eine venezianische Dame. Okay. Okay. Venezianische so. Dame. Einmal. Etwas einfach, die man kann auch machen, ohne der ganze Kostüme zu haben. Man kann einfach eine schöne Mantel haben, okay? Aber wir müssen eine richtige Maske haben, zu kombinieren. Das ist. Der war Schön. tolle Farben. So Eisblau und... Genau. So. Und jetzt macht man hinten... Soll ich Und mal dann, zeigen? es gibt die 2 Bände, man kann den Trick, um fester zu haben. Krass. Und man ist eine Prinzessin. Man ist komplett verkleidet, versteckt. So, es ist wie ein Kostüm, aber in einer einfachen Weise. Ja, es ist schnell Genau. und sehr effizient und ich kann unerkannt durch Venedig wandeln. Das ist, es war eine Sache, die man sagte. Was du machst in Venedig, bleibt in Venedig, weil man ist versteckt. Gucken, was ich jetzt alles mache. Oh, ist das toll. Giulias Firma Sogno Veneziano veranstaltet heute Abend ihren eigenen Ball in einem versteckt liegenden Palazzo. Sie hat uns eingeladen, zu Beginn für eine halbe Stunde vorbeizukommen. Eine einmalige Gelegenheit, die wir uns nicht entgehen lassen.
Hier ist es. Noch hat der Ball nicht angefangen. Oh, bellissima. Alles gut? Oh, ist das schön. Mensch, du siehst ja wunderbar aus. Aber noch nicht geendet. Was es kommt fehlt noch? die Maske. Kommt noch eine Maske? Ja. Auch eine glitzernde? Ja. Läuft alles nach Plan? Ja? Besser, als ich dachte. Besser. Was ist besser? Weil die Atmosphäre dieses Jahr ist wunderschön. Wir haben eine Atmosphäre, die ist magisch. Und ich warte für die Leute, weil dann mit den Leuten, es ist traumhaft. Oh, bist du aufgeregt? Ja. Alle Mitwirkenden, die Kellner und Kellnerinnen, sind kostümiert und geschminkt. Die perfekte venezianische Traumwelt kauft man sich auf so einem Ball mit seiner Eintrittskarte. Neben der offiziellen Dinnershow der Stadt Venedig finden in der Regel in jeder Karnevalssaison verschiedene größere und kleinere Maskenbälle statt. Inbegriffen ist immer ein Showprogramm und ein mehrgängiges Abendessen. Ein Platz am Tisch, je nachdem, wo er sich befindet, kann auch schon mal zwischen 1.000 und 2.000 € kosten, inklusive Kostüm. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich konnte mir das gar nicht so vorstellen, wenn man jetzt hier so reinläuft und diese kribbelnde Atmosphäre so wahrnimmt und sich jetzt vorstellt, dass sich alles füllt, dann merkt man, die Italiener, die können einfach das Schöne feiern. Das ist schon was ganz Besonderes, hier mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu dürfen. Toll. Und dann kommen sie, die illustren Gäste. Und sie werden ebenso illuster begrüßt. Wir müssen weiter zum Arsenale, zur alten Werft. Dort findet heute zu Ehren Casanovas ein Spektakel der besonderen Art statt.
noch mal magisch und farbenfroh. Venedig zur Zeit des Karneval im Winter, das ist schon eine Reise wert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und sage Arrivederci aus dieser magischen Stadt und bis zum nächsten Mal.